Heute warten 3 Prüfungen auf Alva. Sie braucht einen Hüter, einen Künstler und einen Weisen an ihrer Seite. Geheimnisvolle Verbündete, die sowohl ihr Schicksal als auch das ihrer ganzen Familie prägen werden. Und dazu begibt sie sich auf die Suche nach Fossilien, die nicht nur ihre Geschichte erzählen, sondern auch ihre Verbundenheit zu ihrer Herkunft, nämlich dem verzauberten Wald und den Trollen widerspiegeln. Zusätzlich muss sie dann auch noch das perfekte Blumenarrangement auf Level 10 erschaffen, ein Vermächtnis, das sie an ihre Tochter weitergeben wird. Schafft sie es, alles zu erfüllen, bevor ihr Schicksal sie einholt? Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Sims 4 Disney Parent Challenge. Ludwig und Alva sind heute in Ravenwood. Es ist Wochenende, aber es ist 6:20 Uhr. Die beiden haben sich besonders früh rausgeschlichen, um hier romantisch den Sonnenaufgang zu beobachten. Ganz ungestört, ganz ohne Kinder, ganz ohne Haustiere. Es ist aber auch idyllisch hier. Guckt mal, da hinten fährt ein Geisterzug. Ja, alles so ein bisschen gruselig hier und speziell. Und genau richtig für die 3 Missionen, die Alva noch zu erfüllen hat. Aber dafür müssen wir unseren geliebten Ehemann jetzt nach Hause schicken. Der ist sowieso müde und hat vor, sich in den Sarg schlafen zu legen. Der hat Nerven. Der hat Nerven. Also wenn ich Alva wäre, würde ich mir das jetzt nicht trauen, denn sie ist ja vom Tod verfolgt. Und seine Energie versagt jetzt hier auch erstmal. Hui. Aber wir kümmern uns um Alva. Alva muss hier kurz die Örtlichkeiten nutzen. Und danach widmen wir uns endlich der ersten Aufgabe, nämlich hier besondere Sims kennenzulernen, die der Rest unserer Familie nicht kennt. Uns also Verbündete zu suchen. Und ich dachte mir, wir machen das alles so ein bisschen episch. Wir suchen Menschen, die nach unserem Tod, denn Alva spürt ja, dass es dann irgendwie auch bald zu Ende gehen wird. Wir suchen Menschen, die nach unserem Tod irgendwie noch unseren geliebten Kindern nützlich sein können. Und wie das immer so ist in Geschichten und Filmen, suchen wir uns einen Hüter, einen Künstler und einen Weisen. Und wir schauen doch gleich mal, wen man im Grab um Warburton gut finden kann. Und klopfen hier mal. Denn ich könnte mir vorstellen, dass man hier besonders gut einen Hüter finden könnte, der Alva besonders versteht oder die Alva besonders versteht. Schauen wir doch mal, wer hier ist. Suleika Isadi. Ich kann ihre Geistfarbe einstellen, das ist ja auch irgendwie lustig. Ja, stell dich doch mal vor. Und ich glaube, hier wohnt auch noch eine zweite, wie heißt denn hier, eine zweite Bewohnerin. Wie heißt denn bitte die weibliche Form von Geist? Esther Gomez wohnt hier noch. Wir stellen uns aber erstmal Suleika vor. Oh, wir sind sehr gut kompatibel mit Suleika, was ich schon mal sehr gut finde. Wissen wir, können wir herausfinden, wodurch sie gestorben ist. Also die beiden verstehen sich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Feueropale entflammen die Leidenschaft in deinem Herzen, lassen dein Charisma Funken sprühen und machen dich zu einem charmanten Date. Interessant, Dankeschön. Ich kann Sie um Hilfe bitten. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel mit Geistern gespielt. Jenseitsfragen, ich wüsste gerne, wie sie gestorben ist. Muss ich ehrlich sagen. Suleika ist wirklich wie eine Seelenverwandte für mich. Sie hat mir anvertraut, dass sie durch eine Kuhpflanze gestorben ist. Das macht mir glatt schon wieder Angst, mich meinen Pflanzen zu nähern. Aber sie sind doch auch irgendwie sowas wie mein Lebenselixier. Sie sind immer für mich da, wenn es mit meiner Familie wieder schwierig wird. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen Abstand. Aber Suleika vertraue ich, blind. Ich glaube, sie kann die Geheimnisse unserer Familie bewahren.
und auf die Kinder aufpassen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr hier sein sollte. Und da haben wir doch schon die erste Freundin gefunden. Suleika, die Hüterin des Wissens der Familiengeheimnisse und der besonders mystischen Geschichten, die unsere Familie umgeben. Alva geht es nicht besonders gut. Alva sollte mal was essen. Zum Glück hat sie genug im Inventar und kann hier mal ein bisschen, ich weiß auch nicht, eine Schnitterblume, davon wird man wohl nicht satt, aber eine Erdbeere kann sie ja vielleicht mal schnappern. Und eine Kartoffel. Und dann werden wir schauen, wir sind jetzt sogar gute Freunde. Also eine von 3 haben wir gefunden und ich bin hier gerade noch ein bisschen am Abscannen der Umgebung, ob es vielleicht auch noch einen Fossilstein gibt. Ich war ja hier vorhin schon mit Ludwig kurz und muss ehrlich sagen, ich habe keinen gesehen. Es ist leider echt immer ein bisschen schwierig mit den Fossilsteinen. Aber ich würde sagen, dann geht die Reise jetzt einfach weiter und wir schauen mal, wo es uns hintreibt und wo wir vielleicht die nächsten interessanten Sim finden könnten. Alva hat entschieden, nun direkt nach Glimmerbrook zu reisen, um einen kreativen Magier oder eine Magierin zu treffen, die Victoria auch besonders gut verstehen kann und vielleicht den einen oder anderen kreativen Tipp geben kann, wenn sie sich mal uninspiriert fühlt. Alva fühlt sich gerade auch schon wieder uninspiriert und legt sich erstmal kurz schlafen. Und wir schauen uns in der Zeit mal die Bibliothek an und wer hier so ist. Bella und Mortimer. Sieht ihr, die haben auch ein Date gehabt, früh 6:45. Es ist wahrscheinlich die beste Zeit, die Kinder schlafen noch oder sitzen mit Cornflakes vom Fernseher und da fällt es gar nicht so auf, wenn man mal nach Glimmerbrook fährt. Und wir sind hier in dieser wundervollen Bibliothek. Wow. Also hier würde ich auch gerne mal hinfahren. Und Alva ist super, super, super müde. Ich überlege, ob ich ihr einfach mal so einen Schlaftrank kaufe. Und hier ist eine Fee. Vielleicht auch ein kreativer Typ. Der fliegt einfach hier runter. Ist ja süß. Der scheint aber nicht gut drauf zu sein. Was ist mit dem los? Aber vielleicht passt er ja gut zu uns. Hey, warte mal. Warte mal. Ja, wir sind natürlich hier gerade noch richtig beschäftigt am Blumenbinden. Und die Fee flattert uns einfach davon. Und weg ist er. Naja, der war's nicht. Und Alva hat schon wieder einen Blumenstrauß fertig. Wir könnten den ja mal parfümieren, dass er nicht verwelkt mit einer Glockenblume. Ich glaube, dass es eine Glockenblume war. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Und dann nehmen wir den einfach mit. Und ich glaube vorhin gesehen zu haben, dass Alva gerade besonders viel Glück hat. Also wenn wir jetzt hier wirklich einen Fossilstein finden sollten, dann können wir natürlich auch davon ausgehen, dass vielleicht ein seltener drin ist. Und wen haben wir hier? Gemma Charm. Sollten wir uns ihr auf jeden Fall mal vorstellen. Gemma Charm ist zwar ein Teenager, aber ich meine, vielleicht könnte das auch eine Freundin von Victoria werden. Der sieht übrigens auch ziemlich interessant aus. Wenn es nicht Gemma wird, wird es vielleicht der. Wir sind auch gut kompatibel. Ich finde, mehr Zeichen brauchen wir gar nicht, oder? Wer ist das? Damien Grimes. Klingt auch nach Magier. Also wenn das hier so gut läuft und die sich so gut verstehen, dann weiß ich eigentlich nicht, was dagegen spricht. Und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Einen Fossilstein und vielleicht sind wir unserem großen Ziel bald ein großes Stück näher. Alva macht sich auf den Weg, rennt hier ganz schnell hin. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, uns noch zu Ende mit Gemma anzufreunden, damit sich das Ganze gelohnt hat. Und Alva ist tatsächlich angekommen an dem Fossilstein. Und ich bin so gespannt, was drin ist. Und ich hoffe einfach, es bringt uns was. Und es ist eine versteinerte Sim-Hand. Und ich hoffe, dass wir die noch nicht hatten. Ich habe ja einige in der Galerie zwischengelagert. Doch, die hatten wir schon. Schade. Schade.
Ihr Glück hat dazu geführt und jetzt nimmt sie einfach so den Drink aus dem Inventar, ohne dass ich das veranlasst habe. Okay. Und vielleicht nehme ich es auch ein bisschen zum Zeichen, dass wir jetzt hier am Haus von Gemma stehen. Gemma ist wirklich eine Kategorie für sich. Sie ist so lustig und kreativ irgendwie. Sie hat total abgefahrene Ideen. Kann natürlich auch ein Generationsding sein, aber wäre das nicht irgendwie die perfekte Freundin für Victoria und der perfekte Counterpart? Ich habe das Gefühl, sie könnte sie so richtig herausfordern und aus ihrer Langeweile befreien. Ich wünschte, die beiden könnten sich kennenlernen, aber wahrscheinlich muss noch etwas Zeit vergehen, bis dieser Tag endlich kommen kann. Emma und Alva sind jetzt hier gemeinsam nochmal zur Bibliothek gegangen, da ich mir dachte, ich könnte ja Alva Gemma auch noch was schenken, also was schenken lassen. Also vielleicht könnte sie ihr auch noch beibringen, einen Blumenstrauß zu binden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob wir dann sozusagen auch die Fähigkeit nach oben leveln. Aber ich finde, das wäre so ein schönes Geschenk, gerade wenn Gemma jetzt die kreative Freundin ist, also die Künstlerin, die Inspiration. Und während die beiden Blumen binden, schaue ich mich nochmal um. Ich weiß, es nervt. Mich auch. Aber wir brauchen diese letzten 4 Steine, diese letzten 4 Fossilien, die uns zur Vervollständigung der Sammlung noch fehlen. Und damit das Vermächtnis von Arendelle bzw. dem verzauberten Wald komplett machen. Es sieht aber nicht so aus, als würde Alva jetzt gerade ihre Fähigkeit leveln, was ich total schade finde, denn sie lernt doch jetzt auch dazu. Gut, Sims ist anderer Meinung und Alva muss mal auf Toilette. Gut, dann sollte sie vielleicht lieber das tun und Gemma kurz zu Ende binden lassen und dann selber nochmal binden. Es ist echt schade, dass ich Gemma nichts beibringen konnte. Also ich konnte ihr was beibringen. Oh, aber ich kann um Unterricht in Blumenbinden bitten. Von Gemma. Das ist interessant. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Das ist natürlich besonders cool, wenn sie uns in dieser kreativen Fähigkeit jetzt unterrichtet. Und es zeigt uns, dass sie einfach genau der perfekte Sim für diese Aufgabe war. Aber ich bin gerade überrascht, dass sie mich unterrichten kann, obwohl ich gerade erst angefangen habe, sie zu unterrichten. Wie kann sie denn jetzt besser sein als ich? Gemma ist einfach der Wahnsinn. Ich hatte ihr nur ein bisschen was übers Blumenbinden erzählt und sie dann gebeten, mir doch noch ein paar Tipps zu geben, falls sie welche hat, weil sie einfach so ein kreativer Kopf ist. Und jetzt? Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich fühle mich so inspiriert, als könnte ich einfach jeden Blumenstrauß der Welt binden. Mein Ziel ist es, den einfach unglaublichsten, wundervollsten Strauß zu machen und ihn Victoria zu schenken, damit sie einfach immer irgendwas hat, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ein Wunder ist passiert. Gemma hat sich jetzt tatsächlich Zeit genommen, mich zu unterrichten und schaut doch mal, wie diese Fähigkeitsanzeige auf einmal hier in die Höhe schnellt. Wir sind jetzt schon auf Level 9. Und gleich haben wir es geschafft, gleich haben wir... Wow! Ich kann es kaum fassen, wir haben tatsächlich eine der 3 Aufgaben schon gemeistert, nämlich die Blumenbindefähigkeit maximiert. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich das Erste ist, das wir schaffen, aber es ist vollbracht. Ob nun aus eigener Kraft oder mit etwas Hilfe, egal. Und nun fehlt uns noch der 3. Verbündete, der Weise, nachdem wir nun also eine Künstlerin gerade gefunden haben, die sich wirklich bewährt hat, und eine Hüterin, die uns und unsere Kinder beschützen kann durch ihre besondere Verbindung zum Tod. Wir reisen nun also, um noch einen 3. Okkult zu finden, nach Forgotten Hollow und hoffen, dass wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen Fossilstein finden werden, denn ich glaube, das wird die kniffligste aller Aufgaben werden. Und ihr habt es gesehen, Alva möchte gar nicht unbedingt zu Vlad. Alva möchte sich erstmal ausruhen. Diesem Wunsch würde ich gerne entsprechen, aber es ist Nacht
Und wir wissen, das ist schwierig mit den Vampiren, sobald die Sonne aufgeht. Und deswegen zwinge ich sie jetzt dazu, hier zu klopfen und diesen besonderen Bewohner kennenzulernen. Und in Forgotten Hollow kann Alva dann sowieso noch rumlaufen, wenn sie sich auf der Suche nach einem Fossilstein macht. Jetzt möchte ich aber erstmal sehen, wie sie sich mit Vlad anfreundet, ob die beiden auch sehr gut kompatibel sind. Na, sowohl mit Suleika als auch mit Gemma, mit beiden bisherigen Verbündeten ist sie sehr gut kompatibel und wir werden schauen, wie das bei Vlad aussieht. Und wir haben die Hochstimmung für Familienrezepte freigeschaltet, indem wir 3 Tage lang keine negative Stimmung erlebt haben. Wow. Unser neuer Freund hat noch nicht festgestellt, dass wir hier in seinem Haus sind. Und wir erkunden schon seine Pflanzen. Was ist das? Ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier einfach schon mal zu ernten. Oh, der Hausherr ist hier hinten. Und er, ja, sieht überrascht aus. Er sieht überrascht aus. Und wir stellen uns einfach mal vor. Hallo, wie geht's? Und schauen mal, ob die beiden irgendwie gut zusammenpassen. Der hat eine niedliche Katze. Ich wäre ja ziemlich pissig, wenn hier einfach jemand so reinkommt, während ich hier irgendwie meine Ruhe haben will. Und die sind auch sehr gut kompatibel. Wow. Also ich würde mal sagen, gutes Händchen, Alva. Gutes Händchen. Obwohl sie jetzt hier nicht sonderlich gut gestartet haben. Er ist irgendwie auch ein bisschen sauer. Wir können ihn mal fragen, was er arbeitet. Und ob er sich auch so für Pflanzen interessiert, denn wir haben ja hier gerade schon gesehen, dass er einige sehr interessante Pflanzen hat. Vlad ist ungewöhnlich. Ich bin ein bisschen erschrocken, als er mir nur in Unterwäsche bekleidet die Haustür aufgemacht hat. Aber er ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ und ich habe das Gefühl, wir verstehen uns richtig gut und wir kennen uns schon für richtig lang. Ich muss ja zugeben, dass es für mich nicht einfach war, hierher zu kommen, da ich durch meine Vergangenheit ziemlich große Angst vor Vampiren habe. Ich habe diesen Teil aus meinem Leben schon so gut verdrängt, aber ich bin regelmäßig von dieser Vampirin angezapft worden. Aber Vlad, er scheint das irgendwie alles wieder gut zu machen. Er kann mir so viel erklären. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass er ihnen ebenso zur Seite stehen kann. Bei allen Problemen, die irgendwie mal auf sie zukommen werden. Hoffentlich kann Vlad für sie da sein. Ebenso wie auch Gemma und Suleika. Ich glaube, diese 3 sind wirklich ein gutes Team, wenn es darum geht, meine liebsten 3 zu unterstützen, bei allem, was auch noch kommen möge. Alva ist jetzt hier in Nordhaven, um sich nochmal ein bisschen mehr über ihre Familiengeschichte zu informieren. Hat sich jetzt hier die Bilder angeschaut und hat herausgefunden, dass rund um das Museum in Nordhaven einige kleine Dreckhaufen liegen, in denen man rumwühlen kann und in denen sich einige Schätze finden lassen. So, da wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt. Also an jedem dieser Statuen hier gibt es einen Dreckhaufen. Oh, guck mal, hier ist was. Hier ist was. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Das ist zwar kein Dreckhaufen, aber es ist noch besser, denn da sollte auf jeden Fall ein Fossil drin sein. Und ich habe mir noch 2 Fossilsteine aufgespart, die ich nicht öffnen wollte mit Pech, damit nicht wieder irgendwie ein zerbrochenes Fossil drin ist. Gut, und was haben wir gefunden? Noch ein Fossilstein, ein Kalkstein. Super. Ich glaube, wir brauchen noch 4. Noch 4 verschiedene Fossilien, die wir noch nicht haben. Tagelang war ich unterwegs durch Städte, Wälder, Wohngebiete, Parks und war doch irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Dabei hätte ich doch einfach nur dem Nordwind folgen müssen. Was du verlierst, kommt einst zu dir. Alles endet dort, wo es angefangen hat. Schon meine Mutter hat dieses Lied für mich gesungen und ich für meine Kinder genauso. Am Ende
habe ich mein Glück auf der Seegrasinsel gefunden. Dort, wo so vieles begann, wo ich damals mit Victoria und Oskar schwanger geworden bin und mein erstes Date mit Ludwig hatte. Genau dort, da sind sie, die mystischen Steine, die die Fossilien enthalten, die ich brauche, um die Geschichte meiner Familie aufzudecken und das Vermächtnis zu sichern. Wäre ich doch gleich darauf gekommen. Ich muss unbedingt mit Victoria nochmal dahin. Ich denke, das ist für sie ganz genauso besonders wie für mich. Die Reise hat eine ganze Weile gedauert, aber da sind wir jetzt. Und Victoria muss tatsächlich erstmal ihre Emotionskraft aufladen. Und wer würde dafür besser passen als ihre Mama, die gerade super konzentriert ist und deren Emotionen sie jetzt hier aufnehmen kann. Und dann werden sich die beiden hier mal ins Vergnügen stürzen und ein wenig die Insel erkunden und schauen, ob es vielleicht doch noch ein paar Fossilien gibt. Oh, das hat der Beziehung der beiden jetzt aber nicht so gut getan, oder? Täusche ich mich da? Victoria ist energiegeladen und auch ein wenig konzentriert und Alva ist immerhin selbstbewusst. Und ich denke, die beiden begeben sich jetzt einfach mal auf Suche. Alva erklärt nochmal, worum es jetzt hierbei geht, um das Vermächtnis der Familie, um die interessanten Steine, die da doch was zu erzählen haben. Oh, und Victoria hat eine Frage. Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, dass es mit Freund wird? Überleg dir eine besondere Freundschaftsgeste, denn wir wollen die emotionale Kontrolle steigern. So, und inzwischen habe ich hier auch 2 kleine Häufchen gefunden und wäre dafür, dass die beiden dort mal hinfliegen, gemeinsam. Und da sind sie schon. Und Alva macht sich gleich daran zu graben. Und wir haben wieder 2 Tuning-Teile gefunden. Aber dafür ist ja hier noch ein Haufen. Und Alva hat die Erziehungsfähigkeit Level 7 erreicht. Darum werden wir uns übrigens im nächsten Part dann kümmern, das noch ein bisschen auszuweiten. Victoria hat eine Zeitkapsel gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch du musst merken, dass es nicht ganz so einfach ist, hier unsere besondere Aufgabe. Hier haben wir noch ein Häufchen und da unten, das sieht doch aus wie ein Stein. Den kann sich Victoria gleich mal vornehmen. Ich glaube, wir haben die Seegrasinsel abgegrast. Und die beiden sind nun hier auf dem Leuchtturm, auf dem so vieles begann. Die Sonne geht auf und Victoria übergibt jetzt ihrer Mama die ganzen Kalksteine, die sie gefunden hat. Alva ist außer sich vor Freude, dass sie Victoria so für diese Mission begeistern konnte. Ja, und wir hoffen, dass es was gebracht hat. Also, dass wir die fehlenden mittlerweile nur noch 2 Fossilien irgendwo in diesen Kalksteinen finden werden. Ich bin gerade wirklich aufgeregt, ob wir das schaffen, ob wir diese Mission wirklich noch erfüllen. Denn ganz ehrlich, ich habe eigentlich gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Wer hat sich diese Regeln ausgedacht? Wie soll ich das hinkriegen? Und ja, schon das mit dem Blumenstrauß ist ja irgendwie ein bisschen zu meinen Gunsten ausgegangen. Die Freunde, gut, das war ein lustiges kleines Abenteuer, aber die Fossilien, Mann, wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Und jetzt, da Victoria all ihre Kalksteine übergeben hat und Alva superglücklich ist, übergibt sie ihrer Tochter natürlich auch noch ein besonderes Geschenk, nämlich das Mitternachtsparadies, das sie extra für sie angefertigt hat. Nicht mit einer Orchidee, denn das würde bedeuten, dass Victoria sofort altert und sie hat gerade ganz andere Probleme. Nein, ich habe dieses Blumenbouquet natürlich so parfümiert, dass es niemals verwelken möge. Und Victoria, wenn sie dann das Erbe antritt und unsere neue Generation beginnen wird, diesen Blumenstrauß immer in ihrem Inventar haben oder in ihrem Haus aufstellen kann. Außerdem erzählt Alva Victoria natürlich von diesen 3 besonderen Sims, die sie kennengelernt hat.
ohne dass sie da jetzt die Beziehung vermittelt. Aber sie macht ihrer Tochter klar, irgendwann werde ich vielleicht nicht mehr da sein und dann sind das die 3 Personen, an die ihr euch immer wenden könnt, die euch mit jeglichem Problem helfen werden. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Wir haben eine Raptorkralle erhalten und uns fehlt nur noch ein Stein. Ein letzter Stein. Und wir haben noch 4 Fossilien zu extrahieren. Und wir haben noch eine Raptorkralle. Und wir haben, was ist das? Ein versteinertes Ei. Das hatten wir auch schon. Einen prähistorischen Hufabdruck. Auch diesen können wir schon unser eigen nennen. Und jetzt der letzte Fossilstein. Wird da das Fossil drin sein, das wir wirklich brauchen? Ich würde sagen, dieses Geheimnis lüften wir am Anfang des nächsten Parts. Und ja, ansonsten werden wir uns im nächsten Part nochmal mit den Familiendynamiken auseinandersetzen. Alba war jetzt sehr viel allein unterwegs. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge widmen wir uns doch nochmal der Beziehung zu ihren Töchtern und ihrem Erziehungsstil, bevor die Generation dann langsam aber sicher zu Ende gehen wird. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!